Heute kombiniere ich die verschiedenen Acryltechniken mit dem Auftrag von Buntstiften. Hier seht ihr, was ich so alles mache in diesem Video. Ich lasse mich hier von den Strukturen leiten, die durch die Zufallstechniken vorher entstanden sind. Hier schon mal ein Vorabblick auf das Ergebnis. Zunächst einmal Hallo an euch alle. Ich arbeite heute auf Steinpapier. Was das ist und was es für Alternativen dazu gibt, das lest ihr in der Beschreibung. Heute brauche ich nur 3 Farben, und zwar die Grundfarben Gelb, Blau und Magenta. Ich brauche Plastikfolie und einen breiten Pinsel. Ich beginne mit der Grundierung und die mische ich mir aus Gelb und Magenta sehr dünn und trage sie ziemlich wässrig auf. Anschließend gut trocknen. Für die Technik mit der Plastikfolie mische ich jetzt aus Blau und Rot ein Lila und das trage ich in ungleichen Mischungen verdünnt mit Wasser auf die Oberfläche auf und es sollte auch schnell geschehen. Ich sprühe noch mal ein bisschen Wasser nach, damit die Oberfläche nicht trocknet, bevor ich die Folie auflege. Auf die noch feuchte Oberfläche lege ich jetzt die Folie und knautsche sie ein bisschen zusammen. Ich habe verschiedene Folien und benutze sie, um verschiedene Strukturen zu erzeugen. Das Ganze lasse ich dann ein paar Minuten liegen und warte, bis es etwas angezogen hat. Dann entferne ich die Folie und die Strukturen bleiben auf dem Papier, sind aber jetzt noch sehr feucht. Das heißt, jetzt muss ich wieder alles trocknen. Hier mal ein Blick auf die Strukturen, sie sind sehr zart und ich habe mich jetzt entschieden, nach dem Trocknen hier einige dunkle Stellen hineinzuarbeiten mit Buntstiften. Hier weiß ich noch nicht genau, wohin die Reise geht. Ich nehme mir mal 3 Farben, ein Lila, ein Magenta und ein dunkleres Indigo und beginne damit, einzelne Stellen zu übermalen oder überzeichnen. Hier ist das Steinpapier ein dankbarer Untergrund, denn es hat eine leicht samtig raue Oberfläche und die Buntstifte leuchten darauf und reiben sehr gut ab. Wenn ihr anderes Papier genommen habt, dann könnt ihr, bevor ihr mit den Buntstiften anfangt, erstmal eine Schicht matten Acrylbinder darüber legen, beziehungsweise auch durchsichtigen, also transparenten Gesso, um die Oberfläche etwas rauer zu machen. Über die erste Schicht Lila Buntstift gebe ich jetzt eine zweite Schicht Indigo, das vertieft und verdunkelt die Farbe. Die typischen Folienstrukturen kann ich auch intensivieren, indem ich diese inneren Zellen mit etwas Schatten verdeutliche.
Und auch hier kommt eine zweite Schicht Indigo darüber. Das Bild entwickelt sich jetzt Schritt für Schritt. Hier kann ich mit einem feuchten Lappen eine ganze Partie wieder auswaschen, um dort eine andere Struktur, nämlich die Alkoholtropftechnik, anzuwenden. Viele von euch kennen das Prozedere. Die feuchte Farbe wird aufgetragen. Solange sie noch feucht ist, tropfe ich Alkohol hinein. Es gibt die entsprechenden Zellen. Ich kann, solange das alles noch nass ist, auch am Rand die Ränder etwas weniger gerade machen, damit sich das besser ins Bild einfügt. Das trocknet jetzt eine Weile. Mit einer dünnen weißen Lasur gebe ich jetzt so einen weißen Schleier über Teile dieser Form. Auf der anderen Seite kommt eine leichte rötlich-lila Lasur als Schatten. Schließlich übermale ich den dunklen lila Hintergrund mit einer Lasur aus Lila und einer Spur Weiß, um die ganze Sache ein bisschen strukturell zurückzunehmen. So, entfernen wir mal das Maskierband. Bei mir hat sich eine amöbenartige Form entwickelt. Was bei euch draus wird, das liegt an eurer Fantasie. Lasst euch einfach mal drauf ein und geht mal ins Detail bei diesen Strukturen. Es lohnt sich. Hier seht ihr auch im Hintergrund die Buntstiftstriche noch, obwohl da eine Lasur noch drüber ist. So wird der Hintergrund auch lebendig bleiben. In diesem Fall würde ich, um das Ganze zu fixieren und auch das Steinpapier zu schützen, einen UV-Sprayfirnis aufbringen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Resttag. Bleibt alle gesund und wir sehen uns vielleicht beim nächsten Video. Bis dahin, tschüss!